Mein Name ist Leon. Vor einigen Jahren hätte ich mich selbst als erfolgreichen Mann beschrieben. Ich besaß ein großes Unternehmen, mehrere Immobilien und ein Haus mit Blick über die Stadt. Mein Kalender war voll, mein Konto auch. Ich glaubte fest daran, dass Geld Sicherheit bedeutet. Jeden Morgen stand ich früh auf. Mein Schlafzimmer war groß und hell, die Vorhänge öffneten sich automatisch und die Sonne fiel auf den Marmorboden. Ich trank meinen Kaffee auf dem Balkon und sah den Verkehr unter mir. Die Menschen wirkten klein von dort oben. Und tief in mir fühlte ich mich größer als sie. Ich hatte Angestellte, die meine Termine planten. Ich hatte einen Fahrer. Ich hatte Assistenten, die Probleme lösten, bevor ich sie überhaupt bemerkte. Mein Leben war organisiert, effizient und kontrolliert. Zumindest dachte ich das. Ich kaufte teure Anzüge und Uhren. Ich aß in den besten Restaurants. Ich reiste in Länder, die ich kaum wirklich sah, denn selbst im Urlaub dachte ich nur an Geschäfte. Meine Freunde bewunderten meinen Lebensstil. Oder zumindest glaubte ich das. Wir trafen uns in exklusiven Clubs. Ich bezahlte die Rechnungen. Ich erzählte von neuen Projekten. Sie hörten zu, lachten und hoben ihre Gläser. Ich fühlte mich unersetzlich. Doch während mein äußeres Leben glänzte, wurde mein Inneres stiller. Ich sprach kaum noch mit meiner Familie. Ich hatte keine Zeit. Zumindest redete ich mir das ein. Dann kamen die ersten Probleme. Ein großer Investor zog sich zurück. Ein riskantes Projekt brachte Verluste. Ich blieb ruhig. Ich hatte Rücklagen. Ich hatte Erfahrung. Ich hatte Macht. Aber ich hatte auch Hochmut. Ich wollte nicht akzeptieren, dass ich Fehler gemacht hatte. Ich investierte noch mehr Geld. Ich unterschrieb neue Verträge. Ich ignorierte Warnungen. Monate später war mein Unternehmen verschuldet. Banken forderten Sicherheiten. Partner distanzierten sich. Mitarbeiter begannen zu zweifeln. Ich schlief schlecht. Zum ersten Mal wachte ich nachts auf und starrte an die Decke. Die Dunkelheit fühlte sich schwer an. Dann geschah es. Ein letzter großer Deal scheiterte. Innerhalb weniger Wochen musste ich Insolvenz anmelden. Ich erinnere mich an den Tag, als ich mein Büro verließ. Die Wände waren leer, die Schreibtische standen verlassen. Ich nahm meine letzten persönlichen Dinge in eine kleine Kiste. Niemand applaudierte. Niemand wartete draußen. Nur Stille. Kurz darauf verlor ich mein Haus. Ich verkaufte mein Auto. Ich zog in eine kleine Wohnung am Rand der Stadt. Die Wohnung war kalt, die Wände waren dünn. Nachts hörte ich Nachbarn sprechen. Es war ein Leben, das ich nie gekannt hatte. Mein Telefon war plötzlich ruhig. Viele sogenannte Freunde meldeten sich nicht mehr. Einige schrieben kurze Nachrichten, andere verschwanden einfach. Ich saß oft auf meinem Bett und fragte mich, wer ich ohne mein Geld war. Die Antwort gefiel mir nicht. Wochenlang fühlte ich mich leer. Ich vermied alte Kontakte. Ich schämte mich. Ich hatte immer gedacht, ich sei unantastbar. Jetzt war ich nur ein Mann mit Schulden und Zweifeln. Eines Morgens sah ich in mein Spiegelbild. Mein Gesicht war müde, meine Augen wirkten älter. Das selbstsichere Lächeln war verschwunden. Doch in diesem Moment erkannte ich etwas. Ich lebte noch, und solange ich lebte, hatte ich eine Chance. Ich begann, Arbeit zu suchen. Es war demütigend. Viele kannten meinen Namen aus der Presse. Sie sahen mich skeptisch an, Absage nach Absage. Doch ich gab nicht auf. Schließlich fand ich eine Stelle in einem kleinen Lager. Ich sortierte Waren. Ich trug schwere Kisten. Meine Hände waren bald rau und wund. Am Abend war ich erschöpft. Aber ich hatte etwas geschafft. Es war das erste Geld, das ich seit langer Zeit ehrlich und durch körperliche Arbeit verdient hatte. Und es fühlte sich anders an. Die Kollegen behandelten mich normal. Sie fragten nicht nach meiner Vergangenheit. Sie sprachen über Fußball, Familie und Alltag. Langsam begann ich zuzuhören. Früher hätte ich meist gesprochen. Jetzt lernte ich, still zu sein. Monate vergingen. Ich gewöhnte mich an den Rhythmus. Arbeiten, sparen, nachdenken. Ich begann, Bücher über Führung und Ethik zu lesen. Ich dachte viel über meine Fehler nach. Ich hatte Menschen benutzt, ohne es zu merken. Ich hatte Erfolg über Beziehungen gestellt. In kleinen Momenten fand ich Frieden. Ein gemeinsames Lachen in der Pause. Ein ehrliches Danke. Ein ruhiger Spaziergang nach der Arbeit. Ich begann zu verstehen, dass Würde nichts mit Reichtum zu tun hat. Eines Tages sprach mein Vorgesetzter mit mir.
Er bemerkte meine Organisationstalente. Langsam bekam ich mehr Verantwortung. Ich plante Abläufe, ich half neuen Mitarbeitern. Ich arbeitete nicht mehr nur mit meinen Händen, sondern auch mit meinem Kopf. Abends schrieb ich Ideen in ein Notizbuch. Diesmal keine riskanten Großprojekte, sondern kleine, nachhaltige Pläne. Ich wollte eines Tages wieder selbstständig sein. Aber anders, mit Respekt, mit Verantwortung, mit Geduld. Die Jahre davor hatten mich gebrochen, doch sie hatten mich auch geformt. Nach 2 Jahren hatte ich genug gespart, um ein kleines Transportgeschäft zu gründen. Nur ein gebrauchter Lieferwagen, keine Luxusausstattung, kein großes Büro. Ich arbeitete selbst, ich fuhr selbst, ich sprach selbst mit Kunden. Langsam wuchs das Vertrauen, nicht durch große Worte, sondern durch Zuverlässigkeit. Ich kam pünktlich, ich hielt Versprechen, ich behandelte Mitarbeiter fair. Es war ein langsames Wachstum. Manchmal denke ich an mein altes Leben zurück, an das große Haus, an die Partys, an die Anerkennung. Ich vermisse den Luxus nicht. Ich vermisse nur die Illusion von Kontrolle. Heute weiß ich, dass Kontrolle zerbrechlich ist. Der Charakter ist entscheidend. Ich habe alles verloren, doch ich habe etwas Größeres gefunden. Ich habe gelernt, dass echter Erfolg Zeit braucht, dass Demut stärker macht, dass Beziehungen wertvoller sind als Besitz. Wenn ich heute über die Stadt fahre, sehe ich die Hochhäuser nicht mehr mit Neid oder Stolz. Ich sehe Menschen, die wie ich kämpfen, hoffen und träumen. Ich weiß, dass mein Wert nicht mehr von meinem Kontostand abhängt. Meine Geschichte ist keine Tragödie. Sie ist eine Lektion. Manchmal muss man fallen, um zu lernen, wie man wirklich steht. Und manchmal verliert man alles, um endlich sich selbst zu finden. Welche Ziele verfolgst du gerade? Wovon träumst du? Ich würde sehr gerne erfahren, was dich bewegt und was du im Leben erreichen möchtest. Schreib deine Gedanken und Wünsche gern in die Kommentare. Lass uns darüber austauschen und uns gegenseitig ermutigen. Ich freue mich auf deine Ideen und Rückmeldungen. Lass uns gemeinsam wachsen und weitere inspirierende Geschichten entdecken. Dein Feedback bedeutet mir viel und ich wünsche mir, dass wir hier eine unterstützende und positive Gemeinschaft aufbauen. Bleib dran, glaub an dich und geh Schritt für Schritt deinen eigenen Weg.